Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es um Work-from-Home-Parents gehen, also Gasteltern, die von zu Hause aus arbeiten. Ich weiß, die Matching-Phase für viele beginnt ja jetzt, die im Juli zum Beispiel ausreisen wollen. Und ich weiß noch, dass das bei uns vor einem Jahr so ein Riesenthema war, also Stay-at-home-Parents, Work-from-Home-Parents. Genau. Ich rede in diesem Video hier jetzt aber vor allem oder eigentlich ausschließlich von den Gasteltern, die von zu Hause aus arbeiten. Und nicht welche, die nicht arbeiten und daheim sind, weil ich die Erfahrung einfach nicht habe. Bei mir ist es so, dass meine Gastmutter und mein Gastvater arbeiten eigentlich beide immer von zu Hause. Meine Gastmutter reist neben dem noch ziemlich viel, also sie ist entweder auf einer Geschäftsreise oder arbeitet halt von daheim. Und deswegen wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß beim Video. Oh, we could be the stars, falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Ich möchte das Video mit den positiven Aspekten beginnen, weil die gibt es nämlich auch. Das wissen viele nämlich nicht oder denken sich viele nicht. Und zwar, was ich einen großen Punkt finde, ist, dass man einfach zu seinen Gasteltern eine sehr gute oder einfach auch eine bessere Bindung aufbauen kann, weil man sie nicht nur in den Abendstunden sieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass oft, wenn ich jetzt off bin abends, dass ich dann eben gehe, also zum Beispiel Freunde treffe oder manchmal einfach in mein Zimmer gehe, ein bisschen relax und so. Und dann hast du ja diese Zeit nicht. Klar, in der Anfangszeit ist es anders, dann macht man vielleicht noch mehr mit der Familie oder auch am Wochenende. Aber wenn du die Person, also deine Gastmutter oder deinen Gastvater, wenn du die während dem Tag auch sehen kannst, weil es ja nicht so ist, dass die den ganzen Tag im Office sind. Die kommen raus, holen sich was zu essen, holen sich was zu trinken. Da hast du immer die Gelegenheit, mit denen kurz zu reden und so. Und das ist einfach, ich glaube, für das Verhältnis vom Au-pair und dem Gastelternteil, das ist es auf jeden Fall förderlich. Außerdem können natürlich auch deine Gasteltern dir in der Anfangszeit super helfen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Ich erinnere mich an meinen allerersten Arbeitstag, da hat meine Hostmom zum Beispiel ihre Schedule so geschoben, dass sie die ersten 4 Stunden, glaube ich, mit mir verbracht hat noch, weil sie eben dann einfach ein bisschen länger gearbeitet hat an dem Tag und es alles nach hinten verschoben hat und das ging halt in diesem Fall super und konnte mir sozusagen viel besser helfen und in der Anfangszeit gibt einem das natürlich auch viel mehr Sicherheit, wenn man weiß, dass jemand daheim ist. Was mich eigentlich zum nächsten Punkt bringt, was aber eigentlich einer ist. Und zwar, dass du immer einen Ansprechpartner hast oder auch im Notfall ist jemand da. Also, ich meine jetzt entweder Notfall mit den Kindern, dass halt irgendwas tatsächlich passiert ist, sich ein Kind verletzt oder so, dann hast du immer jemand im Haus. Und ich meine, im Notfall kann man die auch wirklich unterbrechen. Also natürlich kann man nicht immer reinlaufen und so, aber man kann, falls irgendwas ist, kann man die immer stören. Und auch zum Beispiel, wir hatten letztens, dass die Toilette verstopft war. Verstopft, was ist so? Ja, wahrscheinlich. Und dann, als mein Gastvater halt das nächste Mal runterkam und sich was zu essen geholt hat, haben wir es ihm halt kurz gesagt und dann hat er sich halt auch dann später darum gekümmert. Also es ist echt teilweise hilfreich, dass du jemanden im Haus hast, der für alle Fragen da ist, auch wenn es nur Fragen zur Schedule sind zum Beispiel. Kannst du dir halt fragen, wenn sich jemand ein Glas Wasser holt. Für mich ein persönlicher positiver Grund ist auch noch, dass ich manchmal die 2 Älteren zum Beispiel daheim lassen kann, wenn ich mit der Kleineren wohin gehe. Also angenommen, ich nehme meine Kleinste ins Turnen, dann dürfen die 2 Älteren allein daheim bleiben und zum Beispiel schon mal Hausaufgaben machen, während die Eltern arbeiten, weil die Eltern wissen, dass sie halt leise sein können für die Stunde zum Beispiel. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, haben wir nämlich die Zeit zum Spielen. Würde ich die Kinder mitnehmen, dann könnten sie dort ihre Hausaufgaben nicht machen, sondern müssten halt dann dort warten mit mir. Und wenn wir heimkommen, müssten sie dann ihre Hausaufgaben anfangen. Also das ist jetzt für mich so ein persönlicher Grund. Das geht natürlich auch nicht bei jedem. Aber für mich, ich finde es das super, dass halt dass wir das alles so managen können. Ein anderer guter Punkt ist, dass eure Gasteltern selten zu spät kommen. Man hört es ja ab und zu, dass zum Beispiel die Gasteltern noch im Stau stecken und deswegen sich dann noch eine Viertelstunde verspäten. Und das versteht man ja dann auch alles, weil man kann halt nicht immer alles vorhersagen. Aber angenommen, ihr seid jetzt um 6 Uhr off und eure Gasteltern schicken euch eine SMS so 10 Minuten vorher und sagen, ja, ich schaff's aber nicht auf 6 Uhr, es wird halt 6:15 Uhr, ist es zwar in Ordnung, aber wenn es halt immer vorkommt, nervt es und es soll natürlich auch gar nicht vorkommen, aber es kann halt vorkommen. Und das ist bei Stay-at-home oder Work-from-home Gasteltern halt ein gutes Plus, weil bei mir ist dann auch oft so, dass die halt dann doch ein bisschen früher fertig sind mit Arbeiten, dann kommt zum Beispiel eine Viertelstunde früher runter und sagt, ach, ich bin schon fertig und dann bin ich auch off. Also das ist ein guter Pluspunkt. Leider gibt es auch ein paar negative Seiten, wenn die Gasteltern von zu Hause aus arbeiten. Und zwar dieses beobachtet fühlen. Das gibt es natürlich auch bei Stay-at-home-Parents, also welche, die gar nicht arbeiten, das ist wahrscheinlich noch schlimmer.
Und zwar hat man oder habe ich manchmal das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Weil du einfach weißt, es ist noch jemand im Haus. Also fängt das Kind an zu weinen oder ist halt ein Argument, eine Argumentation. Nee. Das ist, wie auch immer. Also fängt das Kind an zu weinen und keine Ahnung, du sendest ins Timeout zum Beispiel, dann hören das deine Gasteltern. Ach, dazu kann ich noch von den Räumlichkeiten bei uns sagen. Meine Host Mom arbeitet auf der Ebene, wo auch der Playroom und das Esszimmer und das Wohnzimmer und alles ist. Also die bekommt, glaube ich, am meisten noch mit. Und mein Gastvater arbeitet das Stockwerk darüber. Der bekommt ein bisschen weniger mit, aber wenn ein Kind wirklich mal richtig weint, dann hört es jeder im ganzen Haus. Und da fühlt man sich so ein bisschen beobachtet, beziehungsweise man macht dir nichts Verbotenes. Also ich mache jetzt nichts Verbotenes mit den Kindern, aber man denkt halt immer so, was denken jetzt meine Gasteltern? Weil die sitzen im Office und die hören alles davor nicht, die hören nur, dass das Kind weint. Und dann fühlt man sich ja manchmal schlecht, aber ganz ehrlich, man gewöhnt sich dran. Ich bin jetzt 6,5 Monate hier und es geht, es ist völlig in Ordnung. Am Anfang war es halt so, ich dachte, oh Gott, hoffentlich mache ich alles richtig. Was denken die jetzt von mir? Aber Kinder weinen halt mal oder haben mal einen schlechten Tag und man ist sich nicht immer einig. Ja. Was ein Problem werden kann, ist, wenn die Kinder versuchen, in das Office von den Eltern reinzugehen. Am Anfang haben das meine Kinder so ein bisschen bei mir getestet. Inzwischen ist es eigentlich kein Problem mehr, aber das kommt erstens auf die Kinder an, das kommt darauf an, wie die Gasteltern mit der Situation umgehen. Also wenn dann zum Beispiel einfach ein Kind einfach reinrennt in dem Moment und es soll halt nicht reinrennen. Bei uns ist es jetzt so geregelt, dass halt, wenn mit meiner Hostmom, wenn die Türen offen sind, dann dürfen die Kinder auch reinkommen. Und wenn sie halt will, dass sie nicht mehr reinkommen, die Kinder, macht sie einfach ihre Türen zu. Dann wissen die Kinder auch, dass sie nicht rein dürfen. Ein anderer Punkt kann natürlich auch sein, dass man leise sein muss. Meine Gastmutter, die hört eigentlich nichts. Also die sagt immer, sie hört uns gar nicht, wenn wir spielen und so. Und das ist auch gut. Wir versuchen natürlich dann auch rauszugehen und wegzugehen, wenn ich weiß, sie hat jetzt einen besonders wichtigen Anruf oder so. Aber natürlich hat man trotzdem das Gefühl, man kann jetzt nicht laut schreiend und singend genau vor ihrer Tür rumrennen und spielen. Der letzte negative Punkt, der mir jetzt so eingefallen ist die Frage, who's in charge? Are you in charge or is mommy in charge? Also wer passt eigentlich gerade auf mich auf? Angenommen, meine Gasteltern kommen halt raus, machen sich essen vielleicht sogar mit den Kindern, also setzen sich mit ihnen an den Tisch oder haben einfach mal eine halbe Stunde Pause und können mit ihnen vielleicht ein bisschen spielen. Dann ist das zwar super, aber die Kinder verstehen teilweise halt nicht, also vor allem wenn sie kleiner sind, wer denn jetzt eigentlich auf sie aufpasst. Also bei meinen Eltern geht, sie verstehen es einigermaßen, dass man mal so eine Pause macht. Bei der Kleinsten, ne, die denkt dann halt immer sofort, sie ist fertig mit Arbeiten und dann will sie halt nicht mehr so gut auf mich hören zum Beispiel und das kann teilweise ein Problem werden, aber das würde ich zum Beispiel einfach, wenn man mit so einer Familie skypt, würde ich einfach vorher fragen, wie sieht das aus, wie handelt ihr das, wenn ihr eben rauskommt und das Kind fragt dann, wer ist jetzt in charge, weil wenn dann die Eltern sagen, hey, das Au-pair ist immer noch verantwortlich jetzt gerade für dich, ich muss nochmal zurückarbeiten, dann klappt es ja eigentlich auch. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall denke, dass ich manchmal lieber Gasteltern hätte, die nicht von zu Hause aus arbeiten, aber ich hätte trotzdem, glaube ich, diese Familie gewählt oder ich würde deswegen nicht wechseln wollen. Und ich glaube, wenn ich jetzt angenommen, ich müsste jetzt nach einer komplett neuen Familie suchen, würde ich, glaube ich, eine Familie bevorzugen, wo die Eltern nicht von zu Hause aus arbeiten oder nicht zu Hause sind. Aber trotzdem, wenn ich jetzt ein Jahr nochmal, genau. Doch, ein Jahr von einem Jahr habe ich gematcht sogar. Wenn ich jetzt noch nochmal ein Jahr zurückdenke, würde ich meine Familie trotzdem auswählen, versteht ihr? Weil ich einfach meine Familie so gern mag, dass mich dieser eine Faktor nicht beschränkt. Ich glaube, was einfach wichtig ist, wenn man mit der Familie skypt, ist einfach anzusprechen, zu fragen, wie wird was gehandhabt. Also, wie ist das, wo ist das Office? Ist das zum Beispiel gleich neben dem Playroom von den Kindern? Ist es im Keller? Ist es im obersten Stockwerk? Wie oft kommt ihr raus? Wie auch immer. Ihr wisst, wie ich meine. Es geht halt darum, einfach zu fragen vorher. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr die Familie toll findet, und dann sagt ihnen nicht ab, nur weil die Eltern oder ein Elternteil von zu Hause aus arbeitet, weil dann verpasst ihr echt eine gute Chance. Und es hat, wie gesagt, auch echt gute Vorteile. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!